Willkommen zum Café am Freitag. Das ist das letzte Teaching dieser 9. Staffel. Es war ein Vergnügen, mit dir 3 Monate unterwegs zu sein. Heute zum Abschluss: Dein Reich komme. Die Gaben des Heiligen Geistes. Wie kommst du darauf, darüber zu sprechen? Mir fällt auf, wie viele Christenmenschen ganz eigenartige Vorstellungen haben, was das Wirken des Heiligen Geistes betrifft. 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. 1. Korinther 12 ist es, aber das ist nicht so schlimm. Also, der Autor, Apostel Paulus, möchte, dass die Christenmenschen sich auskennen bei den Gaben des Heiligen Geistes. Jetzt beginnt das ja vielleicht bereits bei der Wortwahl. Das Wort Geistesgabe vermittelt das Denken, das ist eine Gabe, die durch den Geist gegeben ist. Und wenn wir an eine Gabe denken, denken wir an ein Geschenk, das wir haben, das wir dann für uns behalten und einsetzen können, wenn wir das möchten. Das griechische Wort Charisma, Chara heißt Freude, Charisma heißt Gnadenwirkung, versucht aber etwas anderes zum Ausdruck zu bringen. Das, was wir Geistesgabe nennen, ist eigentlich eine Gnadenwirkung, eine Wirkung, die nicht unserem Verdienst zugeordnet werden kann, sondern die direkt von Gott kommt. Eine Wirkung seiner Gegenwart in unserem Alltag, in unserem Leben. Das Wort Geistesgaben ist also irreführend. Apostel Paulus schreibt, wenn ihr mit Jesus Christus lebt, dann hat der Heilige Geist Auswirkungen in eurem Leben, Auswirkungen, mit denen ihr rechnen könnt. Diese Auswirkungen, so sagt er in Kapitel 14 auch, sind nicht bei jedem Menschen gleich. Sie können unterschiedlich sein. Sie sind nicht in jedem Augenblick vorhanden, sondern sie sind abhängig davon, dass Gottes Geist wirkt. Aber durch einen Christenmenschen kann er wirken, wenn dieser Christenmensch sich öffnet für die Wirkungen des Heiligen Geistes. Im 1. Korinther 12, Vers 4, 5 und 6 heißt es, es gibt Verschiedenheiten von Geistesgaben, Gnadenwirkung, Charismen, Auswirkungen der Gnade, aber es ist derselbe Gott. Also es ist Unterschiedliches kann geschehen, Kranke können geheilt werden, ein Wort der Erkenntnis, das menschlich nicht ausgedacht werden kann, kann weitergegeben. Eine Lösung, die Weisheit bedarf, kann gefunden werden. Es kann ein Wunder geschehen und so weiter. Aber es ist ein und derselbe Gott. Es gibt unterschiedliche Berufungen, heißt es in Vers 5, Dienste. Es ist derselbe Herr. Es gibt unterschiedliche Auswirkungen dieser Dinge. Es ist aber ein und derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Und was möchte ich dir damit sagen? Die Dimension des Wirkens des Heiligen Geistes ist eine Zusage Gottes. Du musst nicht erwarten, dass du von einem Kometen am Kopf getroffen wirst, sondern du kannst vertrauend dein Herz öffnen und damit beginnen, Dinge weiterzugeben, wo du einen Eindruck hast, sei das für einen Menschen, für eine Situation, sei das im Umgang mit Menschen. Der Heilige Geist hat immer Auswirkungen und dass er Auswirkungen hat, ist nicht eine Leistung, sondern eben Gnadenwirkung. Er hat die Freiheit, durch dich zu wirken. Besonders dann, wenn du dich für diese Dimension öffnest. Und mein Wunsch und Traum ist natürlich, dass alle in der Vineyard, alle Christenmenschen darüber hinaus sich dieser Kraft, der Gegenwart, des Wirkens des Heiligen Geistes öffnen. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende und eine kraftvolle kommende Woche.